Am 29. Oktober 2024 haben verheerende Unwetter mit starken Regenfällen und Überschwemmungen in Spanien für dramatische Zerstörungen gesorgt und einige tausend Menschenleben gefordert. Darüber hinaus wurden viele Menschen vermisst. Betroffen war vor allem die Region Valencia. Politiker und Leitmedien machten umgehend den menschengemachten Klimawandel für diese Katastrophe verantwortlich. Sie verglichen die Verwüstungen mit dem Hurrikan Milton in Florida und schürten Panik vor künftigen Wetterereignissen dieser Art. Jeder, der Zweifel an diesem offiziellen Narrativ äußerte, wurde umgehend als Verschwörungstheoretiker dämonisiert. Auch der wegen Korruptionsskandalen in die Schlagzeilen geratene Ministerpräsident Pedro Sánchez verunglimpfte die sogenannten Negacionistas, zu Deutsch Leugner, ein Begriff, der während der sogenannten Corona-Pandemie von Politik und Leitmedien kreiert wurde. Der Wetter- und Klimaaktivist Nauset Morgade ist überzeugt, dass die Menschen in Valencia Opfer eines feigen militärischen Angriffs wurden, der von den höchsten Institutionen und unter den Augen der ganzen Welt verübt wurde. Morgade spricht von einem Massaker und Terrorangriff durch Wetterwaffen. Die Menschen seien kaltblütig ermordet worden. Und er warnt davor, dass Menschen auch weiterhin leiden und sterben werden, wenn die Öffentlichkeit nicht über diese kriminellen Machenschaften informiert wird und diese abstellt. In einem Video beschäftigt er sich mit dem Tabuthema und beleuchtet die Hintergründe der Geschehnisse. Anhand von Satellitenbildern, die er 8 Stunden vor der Katastrophe festgehalten hat, erläutert er die Entstehung des tödlichen Wetterphänomens. Interessanterweise berichteten spanische Leitmedien am 25. Oktober 2024, also nur wenige Tage vor der Tragödie, plötzlich darüber, dass Marokko nun offiziell Klimaexperimente durchführen werde. Ziel sei es, mehr Regen zu erzeugen. Es wurde hierbei die Frage gestellt, ob dies ein Risiko für Spanien darstellt. Die staatliche spanische Wetteragentur IMET musste aufgrund öffentlicher Kritik schon im vergangenen Jahr zugeben, dass diese Wettermodifikationen seit vielen Jahren genutzt werden, um Regen zu provozieren oder zu verhindern. Aber wie sie das Wetter in Nachbarregionen beeinflussen, weiß man nicht genau. Wetter- und Klimaaktivist Nauset Morgade weist zudem auf den alarmierenden Missstand hin, dass in Spanien in den letzten Jahren zahlreiche Dämme und Stauseen abgerissen oder geöffnet wurden, und zwar, man höre und staune, auf Basis europäischer Anordnungen. Die Leitmedien berichteten schon 2022 darüber und erklärten, dies müsse getan werden, um die Flüsse von ihrer ökologischen Fragmentierung zu heilen. Fakt sei laut Morgade aber, dass diese Stauseen früher die großen Regenmassen der Jota Fria, die heute Dana heißt, aufgefangen und große Überschwemmungsschäden verhindert haben. Dana ist ein meteorologisches Phänomen, durch das große atmosphärische Störungen mit sehr intensiven Niederschlägen entstehen. Der Wetteraktivist erinnert daran, dass nach dem Bau der Stauseen und Dämme in den letzten Jahrzehnten Wohnsiedlungen und Häuser in Gebieten entstanden, die vorher als überschwemmungsgefährdet galten. Seit der Zerstörung der Stauseen und Dämme muss es gar nicht mehr so dramatisch regnen, damit es zu Überschwemmung kommt. Das Wasser hat keine Hindernisse mehr. Das wird jetzt jedes Jahr passieren, betont Morgade. Das heißt im Klartext, man wird den Eindruck nicht los, dass aufgrund einer EU-Verordnung im Namen des Umweltschutzes genau die Flussregulierungsbauwerke abgerissen oder geöffnet werden, die seit Jahren die Wassermengen regulieren und dadurch die Umwelt und natürlich auch die Menschen schützen. Im Namen des Umweltschutzes werden aber durch den Abriss der regulierenden Bauwerke und unterstützt durch Wetterwaffen genau die Katastrophen heraufbeschworen, die mit dem Bau der regulierenden Maßnahmen eigentlich der Vergangenheit angehörten. Und diese wieder auflebenden, durch Wetterwaffen sogar verstärkten Katastrophen werden dann dem vorgeblich von Menschen gemachten Klimawandel in die Schuhe geschoben. Genau das würde dem Ganzen die Krone aufsetzen. Auch der kritische Anwalt Aitor Gisasola, den die Leitmedien schon in der Corona-Zeit als Verschwörungstheoretiker ausgemacht haben, veröffentlichte sein Video mit dem Titel »Miguel Bosé platzt der Kragen wegen der Dana, des Klimawandels, der Überschwemmung von Valencia und der Agenda 2030. Ein Anwalt gegen Demagogie«.
Hierin äußert er seine Zweifel am offiziellen Narrativ. Gisasola wies in diesem Rahmen auf einen Instagram-Post des bekannten spanischen Musikers Miguel Bosé hin. Dieser schrieb: Ich bin erschüttert und überwältigt von der Katastrophe, die sich in Valencia, aber auch in Cuenca und Albacete ereignet hat. Aber vor allem bin ich voller Zorn, weil der Verlust all dieser Menschenleben, all dieser Häuser, Felder und Besitztümer unbestreitbar auf kriminelle Praktiken zurückzuführen ist, die von Regierungen durchgeführt werden. Dazu gehören die Zerstörungen von Dämmen und Stauseen und vor allem der Einsatz von Geoengineering, Chemtrails oder HAARP, die außer Kontrolle geraten sind und nichts als Schmerz, Leid und Armut verursachen. Das alles wird von einer kriminellen und bösartigen Bande nach Belieben ausgelöst. Die Menschen müssen aufwachen und aufhören zu glauben, dass dies alles auf den Klimawandel zurückzuführen ist, den man früher globale Erwärmung nannte. Sie sind wild entschlossen, uns etwas zu verkaufen, was sie selbst verursachen, um wieder einmal davon zu profitieren. Genauso wie sie es mit den Masken und Impfstoffen während der Pandemie getan haben, auf Kosten der gutwilligen und schlecht informierten Bürger. Ich fordere alle auf, ihre Stimme zu erheben und ihrer Wut Ausdruck zu verleihen, um der Agenda 2030 ein Ende zu setzen. Diese begünstigt nur eine Elite, deren einzige Absicht es ist, alles zu zerstören, was ganze Familien auf dem Land und in den Städten über Generationen hinweg aufgebaut haben. Die Partei Justicia Europa hat am Sonntag, den 3. November 2024, vor dem obersten Gerichtshof gegen den Regierungspräsidenten Pedro Sánchez und seinen Innenminister Fernando Grande Marlaska Klage eingereicht, wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht, unterlassener Hilfeleistung, fahrlässiger Tötung und Körperverletzung im Umgang mit der Dana und deren Folgen. Interessanterweise, und dazu darf sich nun wirklich jeder seine eigene Meinung bilden, kündigte der Gründer des World Economic Forum, kurz WEF, Klaus Schwab im August 2024 an, dass sich die Menschheit in naher Zukunft auf eine Ära der Schockereignisse vorbereiten müsse. Sich global ereignende Überschwemmungen scheinen Klaus Schwab recht zu geben. Hier seien beispielhaft die Unwetterkatastrophen und Starkregen in Dubai, in den USA, in Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Polen, in der Slowakei und der Schweiz genannt. Rein praktisch werden diese Schockereignisse möglich durch eine Waffentechnologie, über die wir in unserer Sendung ausführlich berichten. Hat eine Geheimwaffe die Tschernobyl-Katastrophe verursacht? Bedroht sie uns heute wieder? Mit seiner Prophetie befeuert Schwab nicht zuletzt auch die Hysterie über den Klimawandel, Teil seiner Agenda 2030. Mit dieser Agenda 2030 arbeitet das WEF im Verbund mit der UNO ganz gezielt auf einen komplexen Umbau aller regionalen und globalen Strukturen hin, mit dem Ziel einer alles umfassenden Weltdiktatur. Bei allen Umweltkatastrophen sollte daher der Zusammenhang mit Wetterwaffen und der Agenda 2030 im Auge behalten werden. Debe tenerse en cuenta la conexión entre las armas meteorológicas y la Agenda 2030.